Herr Zemke, Sie lebt im Laufe Ihres Lebens 4 Nahtoderfahrungen. Beginnen wir mit dem ersten Erlebnis. Wie kam das und was haben Sie da erlebt? Mein erstes Nahtoderlebnis war in Berlin. Da war ich 9 Jahre alt und hatte ein Goldfischglas. In dem Goldfischglas waren aber keine Fische, sondern da waren aus dem Yps-Heft so eine Urzeitkrebse. Und ich wollte mir die direkt angucken, deswegen habe ich das Glas auf den Boden gestellt und habe mich dann der kleine Junge hingelegt, daneben und ins Glas geschaut. Und es war nur ungefähr 1 Meter weit weg von der Steckdose. Und mein Vater hat dann gesagt, pass auf, dass du nicht mit dem Wasser in die Steckdose kommst, das ist gefährlich. Und als er dann runter in den Keller gegangen ist, weil dort sein Arbeitszimmer war, hat er nochmal gesagt, pass auf, dass du nicht mit den Fingern mit dem Wasser an die Steckdose kommst. Tja, aber wie kleine Kinder nun mal sind, was habe ich gemacht? Hand ins Wasser gehalten, in das Glas und in die Steckdose. Wumm. Ja, dann war ich weg. Ja, und auf einmal waren um mich herum ganz viele Lichtwesen. Ja, das sahen aus wie Kerzen leuchtend und innen drin, da kam eine Wärme, von dort kam eine Wärme auf mich zu, die ich nicht beschreiben kann. Es war einfach unbeschreiblich. Aber auf jeden Fall wurde mir mitgeteilt, gut, die haben nicht gesprochen, aber das wurde mir so telepathisch, sage ich mal, mitgeteilt, dass ich keine Angst haben brauche, dass ich wieder zurückkomme. Ja, das ist noch viel zu früh für mich. Und es war auch so. Ich kam dann kurz danach, kam ich wieder zu mir, lag auf dem Boden. Mein Vater hatte mich so geschüttelt. Ja, und er dachte wahrscheinlich, deswegen bin ich zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob das nun genau der Grund war. Ja, das war das erste Mal. Können Sie diese Lichtsäulen noch etwas genauer beschreiben? Ja, die wurden innen drin, also wenn man sagt so innen, von außen nach innen, die waren eher so bläulich, wirklich wie eine Flamme. Bläulich und innen drin wurden sie immer heller. Und in diesem Lichtkegel hat man aber eine Struktur erkennen können. Also es sah aus, sah menschlich aus, aber man hat man hat kein Gesicht erkannt, man hat keine Hände oder Füße erkannt, aber das sah so aus, wie als würden da Arme und Beine sein. Wie kam es zu der zweiten Nahtoderfahrung? Die zweite Nahtoderfahrung war, da war ich 15 Jahre alt und war im Schwimmbad mit Klassenkameraden. Und wir fanden es immer toll, durch die Beine der anderen durchzutauchen. Ja, war immer besser, wenn man nicht nur einmal geschafft hat, durchzutauchen, sondern vielleicht 2 oder 3-mal sogar. Und ich hatte nun einen Klassenkameraden, der sich einen Spaß erlaubt hat, was ich natürlich nicht wusste. Und als ich dann durch seine Beine das zweite Mal durchgetaucht bin, hat er die Beine zugedrückt. Und ich kam nicht raus. Also dann Panik bekommen, habe den Mund aufgemacht, natürlich, weil ich schreien wollte. Ja, und weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Jedenfalls war ich dann auch irgendwann wieder weg. Ja, und waren wieder diese Lichtkegel um mich rum, diese Lichtsäulen. Es war also ähnlich wie beim ersten Mal. Und auch mir wurde wieder mitgeteilt, ich brauche keine Angst haben. Alles ist gut. Und ich habe auch diesmal keine Angst gehabt, weil ich konnte mich ja daran erinnern, wie es beim ersten Mal war und dass ich da auch zurückgekommen bin. Deswegen war ich also wirklich, habe mich gut gefühlt, ohne Angst und wusste, ich komme wieder zurück. Und als ich dann neben dem Schwimmbad dann vor dem Schwimmbad da sozusagen lag und da irgendein Bademeister oder sowas war und mich dann wiederbelebt hatte, dann kam ich halt wieder zu mir. Haben Sie sich von außerhalb noch gesehen in diesem Zustand oder waren Sie einfach in diesem Raum, wo diese Lichtsäulen waren? Bei diesem Nahtoderlebnis habe ich mich nicht außerhalb gesehen. Und beim ersten Erlebnis? Beim ersten auch nicht. Und dieser Raum war... Der war sehr hell. Der war sehr hell. Nur wirklich, wie man sich den Himmel vorstellt und wie man sich den Himmel voller Engel vorstellt. Ich habe nun, vielleicht waren es Engel, ich sage Lichtwesen, weil Engel, wie ich von der Schule das gelernt habe, haben Flügel und diese Wesen hatten keine Flügel. Aber es war eine Wärme, die ausstrahlen, also himmlisch, wirklich. Sie haben mir auch noch von einer dritten Nahtoderfahrung erzählt, die Sie erlebt haben. Ja, die dritte Nahtoderfahrung, da war ich 27 Jahre alt und
bin gerade von West-Berlin in den ehemaligen Ostteil nach dem Mauerfall gezogen. Und in der Wohnung dort, in dem Badezimmer war noch kein Badezimmerschrank drin, so ein Alibert. Und deswegen haben wir einen neuen gekauft und mein Vater wollte den Alibert-Schrank anbringen. So, mein Vater stand auf der Leiter. Ich hatte vorher schon gebohrt, wollte den gerade anschließen am Strom. Ich habe eine Hand an der Leiter gehalten, andere Hand am Waschbecken. Und als mein Vater den Alibert angeschlossen hat an den Strom, habe ich so einen Stromschlag bekommen, dass ich aus dem Badezimmer raus, durch die offene Tür, bis hinten an die Wand geknallt bin. So. Und da war ich dann wieder weg. Ja, aber da war es anders. Weil da war ich auf einmal richtig erschrocken, whoops, aus meinem Körper raus und habe auf meinen Körper runtergeschaut. Das war für mich das erste Mal. Und ich habe dann auch gehört, mein Vater gebrüllt hat, hol einen kalten Lappen zu meiner damaligen Frau. Und als die in die Küche gegangen ist, bin ich hinterher. Sozusagen als Geist, wie man doch immer sagt. Also, ja, ich bin mitgegangen. Ja, meine Seele, was weiß ich, was es war. Jedenfalls, ich bin mitgegangen in die Küche und habe gesehen, wie sie den kalten Lappen schnell gemacht hat, wie sie zurückgekommen ist, wie dann mein Vater den kalten Lappen auf meinen Kopf gelegt hat. Das habe ich alles noch gesehen. Und wie die beiden sich sozusagen, oder mein Vater sie aus Angst natürlich angeschrien hat, was wir jetzt machen sollen. Aber auf einmal war es wieder ruhig, bums, war ich wieder oben. Aber diesmal war es noch viel intensiver. Diesmal habe ich mich gefühlt, wie als würde ich auf Wattebällchen laufen. Also würde ich in Wolken liegen, richtig eingekuschelt. Und es waren diesmal auch mehr Lichter. Ja, es waren wesentlich mehr um mich herum. Und wieder kam aber, würden alle gleichzeitig mit einer Stimme sprechen. Wieder gesagt wurde, es ist noch nicht deine Zeit. Du brauchst keine Angst haben. Es war zwar schlimm, aber du kommst wieder und kannst wieder ganz normal dein Leben leben. Ich kam also wieder zurück. Aber, oh Schreck, ich war in meinem Körper drin, konnte mich aber nicht bewegen, konnte nicht sprechen. Ich hatte die Augen auf. Deswegen, also ich habe nur gehört, wie mein Vater halt geschrien hat und gesagt, oh, er ist wieder da, er ist wieder da. Und mich irgendwas gefragt hat und ich wollte sprechen, aber es kam kein Ton raus. Es war alles gelähmt irgendwie. Ich habe geweint, Tränen hat mein Vater gesehen, ja, weil ich Panik bekommen habe. Ich wollte sprechen, aber ich konnte nicht. Hat doch ganz lange gedauert. Erst als der Notarzt irgendwann da war, konnte ich langsam wieder sprechen, aber das waren eher so Wortfragmente. Also richtige Sätze, glaube ich, habe ich erst am nächsten Tag wieder sprechen können. Das war meine schlimmste Erfahrung daher. Sie haben gesagt, dass Sie zuerst einfach außerhalb des Körpers waren und auf sich herunterblicken konnten. Ja. Und dann in einer zweiten Phase wieder in diesem Raum war, in diesem weißen Raum. Richtig. Ja. Ich weiß nicht, warum das diesmal war. Warum es so war, kann ich also nicht sagen. Aber das war ein komisches Gefühl, auf sich selber herabzugucken. Ja. Da habe ich wirklich gedacht, so jetzt bin ich tot. Weil hatte ich ja bei den ersten beiden Malen nicht. Und deswegen dachte ich, oh, ist jetzt anders. Also werde ich wahrscheinlich jetzt, wahrscheinlich bin ich jetzt tot. Haben Sie sich selbst als Geist auch eine Form wahrgenommen, als Sie außerhalb des Körpers standen? Ja, ich habe also kein Gewicht gefühlt. Ich war leicht wie Luft. Ich habe auch meine Arme und meine Beine angeguckt, als ich dann über mir so schwebte, aber hatte keine Angst. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich tot. Jetzt ist es so. Schade, du mein Vaterleib, meine Kinderleib, meine damalige Frau, aber ich dachte halt, jetzt ist es vorbei. Also im außerkörperlichen Zustand hatten Sie eine menschliche Form oder die gleiche Form? Ja, ich hatte die gleiche Form. Ich hatte auch die gleichen Klamotten an. Ja, ich war so nicht nackt oder so, ich hatte die gleichen Klamotten an. Herr Zemke, wie kam es zur 4. Nahtoderfahrung? Die 4. Nahtoderfahrung war am 11.01.2000. Das sage ich immer, das ist mein 2. Geburtstag. Ich war damals bei der Polizei in Berlin beschäftigt und hatte eine Dienstfahrt und bin auf der Stadtautobahn A100 Höhe Avus, für Leute, die das kennen, von einem 18-Jährigen hinten gerammt worden, der wollte die Ausfahrt noch erreichen, aber da stand gerade ich, oder da fuhr gerade ich, und der hat mich
angeschubst und ich bin also mit ganz vielen Autos zusammengestoßen auf die andere Fahrbahnseite. Ja, also wirklich über 6 Spuren rübergeflogen und habe auf der Gegenfahrbahn auch noch teilweise Billard gespielt. Und da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben wirklich mein Leben ganz kurz, ein paar Sekunden vor meinen Augen ablaufen sehen. Was die Leute immer sagen, ich habe ja nie geglaubt sowas, weil das hatte ich ja bisher nicht. Aber da habe ich wirklich mal so einen Abriss gesehen, in ganz kurzer Zeit. Und dann war ich oben und dann war es anders. Es waren zwar immer noch diese ganzen Lichtsäulen da, diese Lichtwesen, aber es war heller und diesmal haben sie auch nicht gesagt, keine Sorge oder so. Diesmal haben sie gesagt, willkommen, du bist jetzt zu Hause. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil ich wollte nicht. Gesagt, nein. Ich hatte einen 4-jährigen Sohn und den wollte ich nicht mit meiner damaligen Frau alleine lassen. Und deswegen habe ich darum gebeten, einfach Mut zur Lücke. Ich habe darum gebeten, dass ich vielleicht zurückkommen kann auf die Erde. Ich möchte noch nicht sterben. Meine Frau packt das nicht mit meinem Sohn alleine. Und dann ging es sogar, ja, ging nicht mal lange. Die haben gesagt, wenn das dein Wunsch ist, da dein Körper nicht verbrannt oder irgendwas ist, da dein Körper noch erhalten ist, kannst du wieder zurück. Und dann kam ich zurück in meinen Körper wieder. Allerdings diesmal mit großen Schmerzen und in ein brennendes Auto. Also da habe ich dann, in dem Moment habe ich gedacht, na, ob das so klug war, dass ich gesagt habe, ich möchte wieder zurück. Aber dann kamen schon ganz viele Leute, die mit Feuerlöschern versucht haben zu löschen. Die Feuerwehr war da und hat dann die Autotür aufgeschweißt, ja, rausgeschweißt. Dann wurde ich mit dem ganzen Sitz zusammen wurde ich rausgehoben, habe dann eine Halskrause bekommen und bin dann ins Krankenhaus gekommen und festgestellt wurde damals dann ein Genickbruch, 7 Bandscheibenvorfälle und ich war sogar gelähmt. Also war so ein starker Bums, dass ich sogar im Rollstuhl saß, kurzfristig. Wie lange dauerte es, bis Sie wieder gesund waren? 6 Monate. Wirklich ein halbes Jahr habe ich gebraucht, bis ich wieder zurück in den Polizeidienst konnte. Also. Und auch danach habe ich immer noch aufgrund meiner Rückenschmerzen Behandlung gehabt. Bis vor 3 Jahren war ich noch in Behandlung. Und jetzt ist es wieder besser? Jetzt ist es besser, weil ich andere Medikamente bekommen habe. Ich habe aufgrund der starken Schmerzen jetzt vor knapp 3 Jahren schon Cannabis genehmigt bekommen. In Tropfenform. Das lässt sich besser dosieren. Und ich rauche ja auch nicht. Und so habe ich gar keine Schmerzen mehr. Bei dieser 4. Nahtoderfahrung, da waren Sie wieder plötzlich in diesem weißen, hellen Raum. Ja. Ohne dass Sie da das Unfallgeschehen noch beobachtet haben. Richtig. Diesmal war es aber anders als die 3 Male davor. Diesmal waren noch mehr Leute da, noch mehr Lichtwesen da. Und ich habe mir dann so auch gedacht, na, vielleicht ist das meine Familie, die ganzen Toten bei mir, die schon gestorben sind. Und da wurde mir auch ich wurde begrüßt. Ja, ich wurde im Empfang genommen. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt, also willkommen. Jetzt bist du zu Hause, wie gesagt. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht. Tut mir leid, also danke für die Ehre, aber ich möchte noch nicht sterben. Ich habe einen 4-jährigen Sohn und ich habe eine Frau zu Hause. Ich möchte die nicht alleine lassen. Ja. Und dann haben die gesagt, wenn das dein Wunsch ist, dann kannst du wieder zurück. Nach Ihrer 4. Nahtoderfahrung hat sich bei Ihnen eine besondere Begabung entwickelt. Wie zeigt sich das? Ja, das habe ich durch Zufall kennengelernt. Und zwar, ich bin Psychologe und ich unterhalte mich natürlich dann oft mit Menschen. Und ich war auf einem Seminar und da habe ich den Leuten, man guckt ja nicht immer nur auf die Augen, man guckt ja manchmal auch und wandert ein bisschen auf die Hände oder auf irgendwas anderes. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich Leute ins Herz schaue, dass da plötzlich irgendwelche Bilder kommen. Ich habe damit nichts anfangen können, habe ich erschrocken zuerst, habe dann aber die Dame in einer Pause mal gefragt, habe ihr das erzählt, ob ich mal auf ihr Herz schauen darf. Ich habe vorhin da irgendwas Komisches gesehen. Und dann habe ich der Dame aufs Herz geschaut, mit ihrer Erlaubnis, habe mir den Zettel genommen und habe ganz viele Bilder
oder Zeichen oder irgendwas gesehen, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Vielleicht ein Pferd, ein Fisch, eine Jahreszahl oder irgendwas und habe das dann einfach niedergeschrieben auf ein Blatt Papier und habe das anschließend der Dame gegeben. Die brach sofort in Tränen aus und konnte sofort mit den ganzen Zahlen mit Zahlen und Zeichen was anfangen. Wirklich mit allen. Und die hat gesagt, das ist ja Wahnsinn. Das ist das erste Mal, dass ich sowas habe. Ich wusste nicht, dass sowas geht. Aber seit dieser Zeit kann ich jedem Menschen ins Herz schauen und kann sehen, was bei den Menschen los ist. Wie zeigen sich diese Bilder bei Ihnen? Wie muss man sich das vorstellen? Sie müssen sich vorstellen, ich habe, als wenn ich eine Kamera vor dem Auge habe, wo ich auf einmal ein Bild sehe. Sagen wir mal, wenn ich jetzt Sie angucke, ja, dann würde da auf einmal jetzt, also übrigens beim Bildschirm geht es nicht, da muss ich schon direkt vor dem Menschen sein. Ja, dann würde ich vielleicht jetzt einen Vogel sehen, einfach nur ein Vogel. Manchmal sieht man die Sachen sehr real, da kann ich wirklich sagen, es ist ein gelber Vogel mit spitzen Schnabel oder so. Manchmal sehe ich nur einfach einen Umriss und da würde ich aufschreiben Vogel. Und vielleicht würden Sie dann sagen, ja, ich habe damals einen Wellensittich gehabt, der ist abgehauen und das war für mich eine traumatische Sache. Als Beispiel. Ich kann mit den Sachen nie was anfangen. Manchmal sehe ich auch einfach nur Fratzen. Dann schreibe ich böse Fratze oder könnte der Teufel sein oder irgendwas. Wenn ich damit gar nichts anfangen kann, dann versuche ich es abzuzeichnen einfach so. Ich sehe das direkt vor meinen Augen sehe ich das und gucke dann also ins Leere und zeichne dann, gucke nicht aufs Blatt und zeichne das, was ich wirklich gerade sehe, zeichne ich einfach aufs Blatt ab. Wenn Sie so zurückblicken, was für Auswirkungen hatten all diese Erfahrungen auf Ihr Weltbild? Sehr großes. Ich war damals schon christlich erzogen worden, aber in der Pubertät und so im jungen Erwachsenenalter habe ich dann nicht unbedingt jeden Tag an Gott gedacht. Klar, da habe ich lieber Fußball und Tischtennis gespielt und halt nach Frauen geschaut. Aber nach diesen Erlebnissen, ja, gerade nach dem letzten Erlebnis auch, bin ich wieder ganz stark zum Glauben zurückgekommen, zu Gott. Ich arbeite auch jetzt in der Kirche mit, habe dann auch damals noch die Ausbildung zum Seelsorger gemacht und DRK damals Kriseninterventionshelfer. Und fühle mich jetzt viel, viel, viel besser. Ich kann gar nicht sagen, warum. Also Angst vom Tod habe ich sowieso nicht mehr nach diesen 4 Mal. Aber ich sehe auch die Menschen mit anderen Augen jetzt. Ich versuche in jedem Menschen das Gute zu sehen. Ich sage, was schwer zu verstehen ist, ich liebe alle Menschen, aber ich versuche das auf jeden Fall. Selbst wenn Menschen aggressiv oder böse sind, versuche ich ihnen mit Liebe zu begegnen. Ich arbeite auch inzwischen seit 4 Jahren mit behinderten Kindern zusammen, mit autistischen Kindern. Das hat sicherlich auch eine Folge davon, dass ich jetzt so sozial engagiert bin. Und ich singe auch für behinderte Kinder im Verein Musik schenkt Lächeln. Da singen wir in Hospizen, also auch noch was Karitatives und Humanes. Ja, ich fühle mich jetzt viel, viel besser als früher. Dann sind Sie durch diese Nahtoderfahrungen zur Überzeugung gekommen, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Zu 100%. Herr Zemke, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.